Morning, 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 my friend. Guten Morgen, meine Freunde. We receive so many wonderful testimonies from our devotional. Wir bekommen so viele wunderbare Zeugnisse von unseren Andachten. How people are blessed and changed and transformed. Wie Menschen gesegnet, verändert und umgewandelt werden. And we are so thankful. Wir sind so dankbar. We are so thankful that we are able to do so many things for free. Wir sind dankbar, dass wir so viele Dinge umsonst machen können. You know, this is a real heart's desire of mine to share the goodness of God with the people. Das ist für mich eine echte Herzensangelegenheit, die Güte Gottes mit den Menschen zu teilen. And many people have misunderstood the words of Jesus, freely you have received, freely you give. Viele Menschen haben die Worte Jesu, umsonst hast du empfangen, umsonst wirst du geben, missverstanden. Because Jesus is never talking about teaching or preaching the word of God. Jesus spricht nie darüber, das Wort Gottes zu lehren oder zu predigen. Jesus is talking about healing the sick, about casting out demons, about cleansing the lepers, raising the dead, and connecting us with the gospel of the kingdom. Jesus spricht darüber, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Leprakranke zu heilen, Tote auferstehen zu lassen und uns mit dem Evangelium des Königreiches zu verbinden. So when I go and preach the gospel and pray for the sick who don't know Jesus, I never dare to charge anything for it. Wenn ich das Evangelium predige, für die Kranken bete, die Jesus nicht kennen, würde ich es nie wagen, irgendetwas dafür zu verlangen. Because freely we have received the good news, freely we share it. Denn umsonst haben wir die gute Nachricht erhalten und umsonst teilen wir sie. But the teaching that we do through Instagram or Telegram and YouTube, Jedoch die Unterweisung, die wir über Instagram, Telegram und YouTube machen, this is not preaching the gospel and healing the sick, it's part of preaching the gospel. ist nicht das Evangelium zu predigen und Kranke zu heilen. It is teaching the people of God how to live a life that God has ordained for them. Da geht es darum, die Menschen Gottes zu lehren, wie sie das Leben leben können, das Gott für sie vorgesehen hat. Paul is very clear about this. Paulus ist in dieser Hinsicht sehr deutlich. He said, those who are taught in the word of God shall share in all things with those who teach them. Er sagte, diese, die im Wort unterwiesen werden, sollen alles mit denen teilen, die sie lehren. But let me share my real heart's desire. Lass mich meine wahren Herzenswünsche teilen. I want to forever make as much as only possible available completely for free for the people of God. Für die Menschen Gottes will ich so viel wie möglich für immer frei verfügbar machen und kostenlos machen. It's my heart's desire. Es ist mein Herzenswunsch. So I'm glad we can do this devotional, we can do the lives, we can do the teachings on YouTube for free. Ich bin froh, dass wir die Andachten, die Lives, die Lehreinheiten auf YouTube kostenlos machen können. And some of the things that we choose to charge, Und einige Dinge, für die wir Gebühren verlangen, we don't do this for anybody to enrich themselves, but to be able to continue to give so many things out for free. machen wir nicht, damit irgendjemand sich bereichern kann. Wir machen dies, um weiterhin viele Dinge kostenlos herausgeben zu können. The people who are serving this ministry, Die Leute, die in diesem Dienst stehen, none of them is really paid what they're supposed to be paid. keinem von ihnen wird bezahlt, was ihnen eigentlich bezahlt werden sollte. They do it from their hearts because they love Jesus and the goodness of God. Sie tun es von Herzen, weil sie Jesus und die Güte Gottes lieben. So I've been wanting to explain this to you people for a long time. Ich wollte euch dies schon sehr, sehr lange erklären. And I love that for free we can do this daily devotions. Und ich liebe es, dass wir diese täglichen Andachten kostenlos machen können. It makes my heart so glad. Es macht mein Herz so froh. Especially when I read all the wonderful stories of people's lives change. Vor allem, wenn ich all diese wundervollen Geschichten lese, wie sich die Leben der Menschen verändern. So I've decided to continue with this series of enemies of the soul. Ich habe entschieden, mit der Serie Feinde unserer Seele weiterzumachen. And the first one, we've already done the whole series. Wir haben schon eine ganze Serie gemacht. But it's actually a long series divided into many mini-series. Doch es ist eine sehr lange Serie, die in Miniserien aufgeteilt ist. So it's all about the enemies of the soul. Es dreht sich alles um Feinde unserer Seele. Now here is the second part. Hier kommt der zweite Teil. And it is friendship with the world is a terrible enemy of the soul. Freundschaft mit der Welt ist ein schrecklicher Feind der Seele. You know,
there's something that I have had a lot of personal struggle with. Da gibt es etwas, womit ich viele persönliche Kämpfe hatte. And what helped me is to realize that not only the Apostle Paul, Und was mir geholfen hat, ist zu realisieren, but also some of the greatest men of God in the last century have had the same problem. dass nicht nur der Apostel Paulus, aber auch einer der größten Männer Gottes des letzten Jahrhunderts das gleiche Problem hatte. That people have abused the message of the goodness of God for their own personal benefit. Menschen haben die Botschaft von der Güte Gottes zu ihrem persönlichen Vorteil missbraucht. I remember when I was sitting with a pastor Ich erinnere mich, als ich mit einem Pastor zusammensaß, at a big conference. an einer großen Konferenz. He was a personal friend of Kenneth Hagin. Er war ein persönlicher Freund von Kenneth Hagin. And he said he was just at with Kenneth Hagin. Er sagte, dass er gerade mit Kenneth Hagin zusammen war. And he was in tears, crying. Er war in Tränen aufgelöst und weinte. That's when Kenneth Hagin was an old man. Das war, als Kenneth Hagin ein alter Mann war. And he said, if I would have ever known that people abuse the message of faith only for selfish reasons, I would have not done what I did. Er sagte, hätte ich gewusst, dass die Menschen die Botschaft des Glaubens nur für eigennützige Zwecke missbrauchen, hätte ich nicht getan, was ich tat. But you know, I can feel his pain, I understand it. Ich kann seinen Schmerz fühlen, ich verstehe es. Come to the conclusion, we have to preach the truth of God's goodness, even when people abuse it. Ich kam zum Schluss, dass wir die Wahrheit über Gottes Güte predigen müssen, auch wenn Menschen diese missbrauchen. But now, after much thought, I've decided I'm going to bring something that is so important also. Aber nun, vom vielen Nachdenken, entschied ich mich, etwas zu bringen, das so wichtig ist. And that's how dangerous it is if we allow these enemies of the soul to creep into our hearts. Und zwar, wie gefährlich es ist, wenn wir es erlauben, dass sich diese Feinde unserer Seele in unser Herz einschleichen. Look what James says. Schau, was Jakobus sagt. And I'm again on purpose reading from the Passion Translation. Und wieder lese ich absichtlich aus der Passion-Übersetzung. You, in James 4 verse 4, you have become spiritual adulterers who are having an affair. Jakobus 4, Vers 4. Ihr seid zu geistlichen Ehebrechern geworden, die eine Affäre haben, An unholy relationship with the world. eine unheilige Beziehung mit der Welt. Don't you know that flirting with the world's values places you at odds with God? Wisst ihr nicht, dass der Flirt mit den Werten der Welt euch in Konflikt mit Gott bringt? Whoever chooses to be the world's friend makes himself God's enemy. Wer sich entscheidet, der Freund der Welt zu sein, macht sich zum Feind Gottes. Look, Schau, God is not becoming your enemies if you are in love with the world. Gott wird nicht dein Feind, wenn du dich in die Welt verliebst. But we are making ourselves his enemies. Aber wir machen uns selber zu seinen Feinden. So to love the world, here James calls it spiritual adultery. Die Welt zu lieben, nennt Jakobus hier, ist geistlicher Ehebruch. It is a terrible and a dangerous enemy of our soul. Es ist ein schrecklicher und gefährlicher Feind unserer Seele. An enemy has to be rejected. Ein Feind muss zurückgewiesen werden. Tomorrow we continue. Morgen geht's weiter.